Kugelfee und Pimmelreich von Romy van Made. Widmung für alle, die wieder zaubern und träumen möchten. Irgendwo hier in dieser großen, alten, schweren Holzkiste zwischen all den anderen Faschingsverkleidungen, Masken und Utensilien muss mein Feenkostüm stecken, welches ich mir vor einem Monat auf einem englischen Second-Hand-Bazar in Shadow Springs gekauft habe. Ist es denn zu glauben? Ich finde es nicht! Hier ist die alte Teufelsmaske vom Mittelaltermarkt. Die habe ich von einem als Magier verkleideten Mann mit den Worten geschenkt bekommen: Das, was sich darin verbirgt, wird sich dir in genau 365 Tagen zeigen. Ja, eigentlich wollte ich mich zieren und sie von mir weisen mit den Worten: Danke, aber behalten Sie die lieber für sich. Aber jener Mann in seinem mit goldenen Sternen benähten Mantel und passenden nachtblauen Zipfelhut steckte sie mir mit Nachdruck entgegen. Seine Augen flammten seltsam auf. Mir wurde komisch, und ich nahm die Maske in meine Hände, steckte sie in meine bunte, selbstgenähte Jutetasche, bedankte mich artig, lächelte ihm unsicher zu, er nickte, und ich ging zügigen Schrittes fort und suchte nach meiner Freundin Anne, die sich sicherlich schon wieder einen Becher Met hinter die Binde kippte. Wir blieben noch eine Weile auf dem Mittelalterfest. Als Anne genügend Met getrunken und ich mich an den stattlichen Männern in Ritterkostümen satt gesehen hatte, verließen wir das bunte Treiben. 365 Tage ist es her. Ich nahm die Maske in beide Hände und hielt sie mir vors Gesicht. »Na, was willst du mir denn jetzt für ein Geheimnis offenbaren?« Ich glaubte schon immer an Magie und Hokuspokus. Drum war und bin ich auch abergläubisch und sehr empfänglich für Geschichten, die man mir glaubhaft machen will. Aber nicht für allen Scheiß. Ich schüttelte die Gruselfresse mit ihren rot-schwarzen Bemalungen, ihren hässlich großen Zähnen und ihrem Zottelhaar und ihren wirklich gruseligen Glasaugen. Und nichts, aber auch rein gar nichts passierte. »Zeit zum Entrümpeln«, beschloss ich. Und ich warf das aus Holz geschnitzte Ding neben die Kiste und sprach zu mir die Worte meiner Mutter: »Schatz, glaub doch nicht immer alles und jeden.« Wumm, die Maske fiel zu Boden. Und mir fiel schlagartig ein, dass ich bei der letzten Aufräumaktion mein märchenhaftes Glitzerfeenkleid in den Schrank gepackt hatte. Ich stand auf und ging zum Familienbauernschrank mit den reichlich verzierten, pastellfarbenen Ornamenten. Unter lautem Knarren öffnete ich die Tür, und da hing es auch schon in all seiner hellblau-rosafarbenen, mit Perlen und Pailletten bestickten Pracht. Die Party, ich liebe Motto-Verkleidungspartys aller Art, konnte beginnen. In unserem magischen Freundinnenkreis richtete jede von uns abwechselnd eine Verkleidungsparty à la Heidi Klum aus und lud verschiedene Gäste ein. Mittlerweile gab es ja auch schon eine Halloween-Party-App, aber so eine nutzten wir nicht. Never! Wir halten uns da lieber an die gute Mund-zu-Mund-Party-Propaganda und verlassen uns auf unsere Freunde, Kollegen, Bekannten und deren Dunstkreis. Ich öffnete die Bodenluke, wollte gerade mit meinem Glitzertüll hinabschreiten, da fiel mein Blick auf ein leuchtendes Etwas auf dem Boden neben der Truhe. Nanu? Neugierig drehte ich mich wieder um und schritt über die knarrenden Bretter unter meinen Füßen. Die Sonne schien genau durch das runde Fenster auf das Funkelding vor meinen Füßen. Im Lichtstrahl sah ich viele feine Staubpartikel tanzen. So sieht also feinstaubbelastete Luft aus? Prima, das atme ich hier alles ein, dachte ich mir und näherte mich dem Funkelteilchen vor mir. Ich bückte mich und hob es auf. »Was bist du
denn für ein fantastischer Klunker? Ich steckte mir den bunt schimmernden Ring an meinen Finger. Er passte perfekt. Was für ein traumhaftes Schmuckstück. Hätte selbst der Zaren-Hofjuwelier Fabergé nicht besser hinbekommen. Ein geiles Teil. Der große Klopperstein. Schimmert in allen Regenbogenfarben. So ungeheuer märchenhaft, dass er nur unecht sein kann. Den Dachboden hatte ich erst kürzlich nach verborgenen Familienschätzen durchwühlt und bin nicht fündig geworden. Außer Omas Spitzenunterhosen und Nachthemdchen habe ich nichts Aufregendes entdecken können. Und jetzt dieser Glitzerbrummer? Ich nehme ihn noch einmal vom Finger und mustere ihn fachfrauisch. Die Prägung auf der Innenseite des Ringes kann ich ohne Brille unmöglich erkennen. Ja gut, wird irgendein Modeschmucklabel sein, denn der Stein ist auf alle Fälle nicht echt. Wird eine Art Mystik-Swarovski-Kristall sein. Einen solchen Regenbogendiamanten gibt es auf der ganzen Welt nicht. Opal, Mondstein oder ein anderer Edelstein kommen auch nicht in Frage, denn ich kenne mich da aus. Schließlich war mein Ex-Freund seines Zeichens Edelschmuckdesigner. Diese alte Nulpe hat es in der ganzen Zeit unseres Zusammenseins nicht ein einziges Mal geschafft, mir auch nur ein vernünftiges Echtschmuckteilchen zu schenken. Soweit reichte seine Liebe wohl nicht. Wohl aber mein Anwesen. Unser Familienhaus, eine alte Stadtvilla mit großem Gartengrundstück, hatte zwar viele Zimmer, jedoch lasse ich einen gefühlsverarmten Reichgeizkragen nicht für lau hier wohnen und an seinen Entwürfen arbeiten. Überall lagen in seiner ernannten Schmuckwerkstatt im schönsten, größten und lichtdurchflutetsten Zimmer im Erdgeschoss, gleich neben dem Wintergarten, Schmucksteine in meisterhafter Farbbrillanz herum. Kinder, was hab ich mich bei diesem Anblick immer gefreut. Immer wenn die Sonne und der Mond durch die jugendstilverzierten Fenster auf all die Kostbarkeiten schienen, kam ich mir vor wie Alice im Wunderland. So viele prachtvolle Farben um mich herum, ein Funkeln und ein Leuchten und all die Designskizzen und Musterteile verteilt auf dem alten Sekretär meines Urgroßvaters, den englischen Polstermöbeln von Tante Ernette, machten mir ungetrübt Hoffnung darauf, auch mal so einen Entwurf von Monsieur Bernard S. aus Bern, seines Zeichens für große Häuser wie Bulgari, Tiffany und Co. tätig, um den Hals, an den Ohren, am Handgelenk und Finger zu tragen. Aber denkste, Puppe, und da ich im Angesichts meines Alters keinerlei Kompromisse nach der Art, keiner ist perfekt, mehr einzugehen pflegte, um später nur festzustellen, dass derjenige nicht einmal ansatzweise der Richtige für mich ist, schmiss ich ihn mit all seinem Krempel vor die Tür und wohne seither lieber alleine, gehe auf verrückte Partys und kichere mit meinen Freundinnen über bekloppte Pärchen in noch bekloppteren Kostümchen als die unseren. Einmal tief Luft holen, so viel steht fest. Ganz so bekloppt wie manch andere werde ich aber nie aussehen, auch nicht als kugelige Fee. In den letzten Jahren habe ich einiges an Knochenspeck zugelegt. Als Grippe könnte ich jetzt nicht mehr durchgehen, aber als kurvige Elfe oder Fee allemal. Bastel ich mir einfach große Flügel. So what? Wer an Magie glaubt, nicht umsonst bin ich der weltgrößte weibliche Harry-Potter-Fan. Der kann selbst mit winzig kleinen Flügeln fliegen, egal wie schwer man ist. Und dieser brillante Ring hier wird meiner elfenhaften Gestalt im Glitzerkleid noch mehr Funkelausstrahlung verleihen, und statt eines gewöhnlichen Sternenstabes werde ich ihn als ganz besonderes Zauberrequisit nutzen. Öfter mal was Neues. Und dieser Kavenzmann hier ist genau wie ich.
nicht zu übersehen. Wir passen also super zusammen. Woher er gekommen ist, ist letztlich auch egal. Dabei fällt mein Blick auf die Maske. Ich schaue sie mir etwas näher an und bemerke, dass ihr ein Auge fehlt. Komisch. Na, muss bei dem Aufprall wohl herausgehopst sein. Ist jetzt auch egal. Hauptsache, der Ring ist jetzt da und bringt mir magisches Feenglück. Ich werd verrückt. Es ist ja schon kurz nach 17 Uhr. Oh Mann, jetzt muss ich aber Hoppi-Galoppi machen. Und so sauste ich die Stufen hinab, eilte ins Badezimmer im 1. Stock und schmiss Tüll und Gedöns auf den Badewannenrand. Keine Zeit mehr für ein ausgiebiges Duftschaumbad. Eigentlich wollte ich mir heute in Anbetracht meines Feendaseins noch ausgiebig mit meiner neuesten Entdeckung aus dem Drogeriemarkt, Liliface Glitzerschaumtraum, in der Badewanne gemütlich machen. Dafür war aber keine Zeit mehr. Was ist eine Fee ohne Flügel? So ein Mist! Wie konnte ich die nur vergessen, noch vorher zu kaufen? Oh, heute hatte ich den lieben langen Vormittag Zeit. Jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ach, im Keller hatte ich noch jede Menge Krepppapier und Wolle und Stoff. Wäre ja wohl gelacht, das nicht irgendwie geschmeidig hinzubekommen. Eine Umzugskiste, die letzte leere von Monsieur B. aus B., hatte ich auch noch im Keller aufbewahrt. Gott sei es gedankt. Aus dieser werde ich das Grundgerüst für meine Flügel schneiden. Was wäre die Bastelwelt ohne Pappe? Ich kommentiere meine Arbeitsschritte. Es klang fast wie ein Zauberspruch. Ratsch, Fatsch, Schnippel, Kleb, Wickel, Tacker und Gebändel. Fertig! Jetzt hieß es, sich noch kurz unter die Brause zu stellen, mit Orangenduftschaum meiner Lieblingsmarke Ricarda M. einzuseifen, abzureiben und mit reichlich Erdbeerglitzerpuder einzustäuben. So, die Grundierung stand. Drehe ich meine Haare jetzt noch ein? Lass mal auf die Uhr schauen. Nee, die Zeit reicht dafür nicht. Ich tupierte meine Haare ordentlich auf, und zwar mit meinem selbst angerührten, stets bewährten Schaumfestiger der Extraklasse. Mischverhältnis 2 Teile Wasser, 1 Teil Zucker. Umwickelte meine Fingerchen mit meinen Klebehaaren, ließ los und schon hatte ich Spiralhaare, die vom Kopf abstanden. Wieder etwas platt zurückgedrückt. Schließlich wollte ich ja nun bitte nicht aussehen wie ein explodierter Besen. Drum hier und da noch rosa und blaue und lilafarbene Kunststrähnen eingeklemmt, Glitzerspray drüber, Haare standen. Soll heißen, sind fertig. Goodie! Ich musterte mich im antiken Dreiseitenspiegel anno 1852. Die Bleikristallgläser waren nach all den Jahren auf dem Buckel auch schon etwas angelaufen, aber zum sich schminken reichte es noch. Man musste nur nahe genug herantreten. »Süße, du siehst süß aus«, zwinkerte ich meinem Spiegelbild zu. »Die pinken oder doch lieber die schwarzen Kunstwimpern? Ich entschied mich für die schwarzen. Schließlich war ich schon bunt genug, oder? Ach was, wenn schon, denn schon. Und zack, klebte ich diese mit geübter Hand auf den Wimpernrand. Einmal links und einmal rechts. Lilafarbener Lidschatten passte am besten zu meinen braunen Knopfaugen und hier und da noch Highlighter. Für die Männer unter ihnen helles Glitzerzeug fürs Gesicht, um Akzente zu setzen. Aber nicht weiter wichtig. Und etwas Rouge und als Krönung hellblauen Lippenstift aufgetragen. Und zwar schön dick. Das schreckt selbst zugedröhnte Männer ab. Ich hatte heute nämlich mal so überhaupt gar keinen Bock auf Bekanntschaften aus der himmlischen Pimmelwelt. Eure Sprüche und Lümmel könnt ihr heute echt stecken lassen. Nanu?
Was war denn mit mir heute los? Ein bisschen Knutschen und Fummeln hatte doch noch niemandem geschadet. Ich warf einen Blick auf den im Flur hängenden überdimensionalen Blumenkalender. Ein Geschenk meiner Freundin Anne. Aha, ich war seit heute mittendrin im PMS. Na herrlich. Wie ging das gleich noch? Wenn dich dein Leben nervt, dann streu Glitzer drauf. Oder wie in meinem Fall, wenn dich deine monatliche Blutung nervt, streu Glitzer drüber. Ich stellte mir das gerade bildlich vor. Schön auf die Mullbinde angerichtet. Boah, Wirkreiz. Auf einem Tampon nicht minder unappetitlich. Igitt. Ich schüttelte ganz schnell den Modifikationsversuch dieses Spruches und die Bilder dazu aus meinem Kopf. Es klingelte. Das wird Anne sein. Ich stolperte vor Aufregung, was sie wohl anhatte und was sie vor allem zu meinem Outfit sagte, die halbrunde Treppe hinab zum Eingangsbereich, inklusive an der Decke hängendem kristallenen Kandelaber. Öffnete die Tür, streckte meine mit Glitzertüll verhüllten Arme weit von mir, schloss parallel dazu und ganz schnell die Augen und quiekte laut: Tada! Ach du meine Scheiße, kam als Antwort. Ich klappte meine Augenlider wieder auf, drückte meine Hände in die Hüfte und verzog einen Schmollmund. Liebes, entschuldige bitte, aber du siehst wirklich wie eine fleischgewordene Fee aus dem Bilderbuch aus. Mein Gesicht erhellte sich wieder und ich antwortete keck: Ja, liebe Anne, wer kann, der kann. Und dabei drehte ich mich auf meinem noch unbesohlten Füßlein im Kreis herum. Was oder wen stellst du denn bitte da? Fragte ich mit einem Grinsen im Gesicht und etwas uncharmant und entschuldigte mich gleich wieder. Sorry, ich hab PMS. Naja, wie man vielleicht etwas unschwer erkennt, bin ich ein Zaubervogel, ein Phönix. So, wohl noch ein sehr junger Phönix? So ganz ohne Federn? Hast du den Overall selber eingefärbt? Ja, heute, gezwungenermaßen, musste ich meine ursprüngliche Verkleidungsidee verwerfen. Die Kinder meines Bruders hatten sich beim letzten Besuch den irrwitzigen Spaß erlaubt und in mein geliebtes Pflegebad Färbepillen gesteckt. Ehe ich mich versah, war ich von oben bis unten feuerrot. Daher habe ich auch gleich den Malereinteiler ins Badewasser gelegt und, wie du sehen kannst, hält das Feuerrot nicht nur auf dem Stoff außerordentlich gut. Anne zeigte auf ihr Gesicht und ihren Kopf. Dann, liebe Anne, ist das also keine Pumuckl-Perücke? Ich musste mir auf die Unterlippe beißen, sonst hätte ich jetzt vollkommen ungeniert losgebrüllt vor Lachen. Scheiße, noch eins. Was sah sie beschissen aus? Der Preis der bescheuertsten Verkleidung ist hier heute aber sowas von sicher. Eigentlich ähnelst du eher einem gekochten Hummer, Sherry. Hör bloß auf. Habe schon einen Friseur- und Kosmetiktermin am Montag bei Charlotte. Die kennst du noch von meiner letzten Party klargemacht. Und bevor du weiterfragst, ja, ich habe schon was intus und immer noch großen Durst. Dabei machte Anne eine untrügliche Bewegung mit ihrer Hand. Okay, jetzt komm erst mal rein. Ich muss dir auch gleich noch erzählen, was ich heute gefunden habe. Und irgendwo habe ich auch noch eine große Federboa. Ein Vogel so ganz ohne Federn ist ja nun auch kein richtiger Vogel, gell? Anne lächelte. Ich habe gehofft, dass du noch etwas in deinem Fundus für mich hast. Vielleicht auch gleich noch einen Cognac? Ich gab dem Taxifahrer vor der Tür ein Signal, noch zu warten.
Kurze Zeit darauf befanden wir uns, ein feuerroter Hummervogel und eine glitzernde Kugelfee, auf der Rückbank des Taxis auf dem Weg zur Luise-Karl-Straße 77. Dort gab heute unsere liebe Freundin Mirabelle eine Verkleidungsfatsche. Während ich noch einen Schluck aus der Prosecco-Dose nahm, bewunderte Anne immer noch völlig fasziniert und schon etwas drüber meinen Funkering. Das hat die Welt noch nicht gesehen. So ein schönes Ding. Und du hast den wirklich bei dir auf dem Dach gefunden? Sag bloß, gib mir mal noch so einen Schluck aus deiner Dose, Frau Mösenmose. Na prima. Anne war nicht nur ein bisschen drüber, sie war schon auf der komplett blauen Seite. Nix da, du musst dann erst mal was essen. Schluss jetzt. Ich schob sie bestimmt von mir und verwehrte ihr einen weiteren Trink. Du, das ist aber ganz schön egozentrisch. Mirabelle empfing uns mal wieder als Prinzessin, wie sie von Natur aus schon eine war. Blond, gelockte, lange Haare, super schlanke, trainierte Figur, strahlendes Lächeln. Sie war einfach umwerfend und begrüßte uns mit ihrer warmherzigen Art, auch charmant wie immer. »Hallo, ihr Süßen. Oh, schön, dass ihr da seid. Oh, ihr seht bezaubernd aus.« »Na, das wüsste ich aber«, lallte Anne zu meiner Rechten und hielt sich schwankend an meinem Arm fest. Ich winkte ab und sagte zu Mirabelle, »Alles gut, ich hab sie im Griff.« Auf der Party, wir magischen Freundinnen hatten bislang alle noch keine Kinder und Mirabelle war die einzige von uns, die einen festen Freund hatte, ging es richtig heiß ab. Keine Ahnung, wo Mirabelle immer all diese schönen Menschen aufgabelte, aber es waren gerade auf der männlichen Seite äußerst adrette, was sage ich, äußerst geile Typen dabei. Na, ich hätte es wissen und lieber auf ein anderes Kostüm zurückgreifen sollen. Krankenschwester oder Nonne gehen immer gut. Oh, verdammt. Aber ich wollte heute ja keusch bleiben. PMS sei es gedankt, schwankte ich von einem Hormonschub getrieben. Ja, nehmt mich bitte. Zum nächsten, haut bloß ab. Da half nur weiter trinken, um dieses Wirrwarr in meinem Kopf und Körper auszubalancieren. Ja, ersäufen trifft es eher. Aber natürlich ganz ladylike. Nicht zu viel, aber auch auf keinen Fall zu wenig. Im Vergleich zu meiner Freundin Anne, hatte in ihrem Leben schon viel mitgemacht. Na, aber wer nicht? Kannte ich meine Grenzen und wollte da auch nie mehr drüber gehen. Apropos Anne, wo ist der rote Feger eigentlich geblieben? Ich musste zweimal hinsehen, denn mit ihrem roten Wuschelkopf und in ihrem roten Einteiler konnte man sie schwerlich auf der ebenfalls roten Couch ausmachen. Ja, die konnte ich jetzt nicht mehr retten. Sie schnarchte bereits tief und fest. Ich beschloss, sie für andere Gäste sichtbar zu machen und schnallte ihr meine Flügel um, schenkte mir ein weiteres Glas Sekt ein und schaute in die Runde. Jetzt können Sie ja gar nicht mehr fliegen. Soll ich Ihnen vielleicht meine Flügel leihen? Ich drehte mich um und sah einen Elfenmann vor mir. Große, stattliche, kräftige Statur. Der konnte mich wenigstens mal hochheben, ohne sich gleich einen Bruch zu heben. Blaue Augen mit rosafarbenen Wimpern und einem koketten Lächeln zum Niederknien und mit Sicherheit stockschwul. Ach, wenn es nur auch mal Heteromänner geben würde, die sich erstens in so ein rosafarbenes Kleidchen mit Glitzerpailletten stecken ließen und zweitens dabei auch noch so sexy aussehen würden. Ich brauche keine Flügel, um fliegen zu können, antwortete ich. Wirklich? Na, das beweisen Sie mir aber jetzt.
Die Decken hier sind nicht hoch genug, schmunzelte ich etwas verlegen ob seiner bezaubernden Erscheinung. Er schaute nach oben. Ach so. Ich setzte gleich noch einen meiner Lieblingssprüche ein. Außerdem darf ich außerhalb von Hogwarts nicht zaubern. Nun, es gibt da ja eine Ausnahmeregelung. Laut Paragraph 7 ist in außergewöhnlichen Situationen ein Zauber durchaus erlaubt. Ich stutzte. Er kannte sich mit Harry Potter aus, machte ihn ja gleich noch viel sympathischer. Aber ich hatte genügend schwule Freunde und mich leider auch schon in den einen oder anderen unsterblich und vollkommen sinnlos verliebt. Wie gesagt, ich bin jetzt 40 und musste Energieprioritäten setzen. Dieser Elfenmann hier vor mir wurde mir hier zu gefährlich. Ich fühlte das jetzt schon zwischen meinen Schenkeln und ich entschied, dem Ganzen gleich mal Einhalt zu gebieten. Sorry, wenn ich jetzt so direkt bin, auch wenn ich in diesem bunten Glitzerfummel tuntig aussehe. Ich bin eine Frau und ich habe leider keine Freundschaftskapazitäten mehr frei für liebenswerte, schwule Bekanntschaften. Mein Freundesschrank ist sozusagen mit Homo erectösen zum Bersten voll. Entschuldigung. Ich zuckte mit den Schultern. Und nochmal sorry für den abrupten Gesprächsabbruch, aber ich habe auch gerade PMS und das ist keine Abkürzung für einen magischen Zauberspruch. Zeit, die Party zu verlassen. Der Höhepunkt ist erreicht. Ich versuche, meine voll im Nebel des Deliriums träumende Freundin zu wecken. Da tippt mir jemand auf meine rechte Schulter. Wieder steht er vor mir und wackelt mit seinen Flügeln. Ich hab das jetzt nicht alles so genau verstanden, aber das mit dem Fliegen ohne Flügel würde ich gern noch sehen. Bitte kommen Sie. Da draußen auf der Terrasse können wir bis zum Himmel hoch. Geile Mischung, denke ich mir. Sexy, schwul und völlig behämmert. Na bitte, machen wir uns den Spaß. Ich habe gerade einen kleinen Hormonaufwind. Anne schläft noch viel zu tief und zu fest und er macht mich irgendwie auch neugierig, der Herr Elfenmann. Vielleicht will er ja auch mal einer Frau seinen Zauberstab zeigen? Well, einen Blick kann ich ja mal riskieren. Auf der Terrasse angekommen. Es ist eine sternenklare Nacht. Die Uhr zeigt gleich 12. Es ist bitterkalt und wir sind weit und breit alleine. Und jetzt können Sie nun fliegen ohne Flügel. Vor meinen Augen erhebt er sich in die Höhe. Das ist Zauberei, flüstere ich und drehe nervös meinen Ring, Runde für Runde um meinen Finger. Ich fange ich an zu stottern und schaue ihn mit großen Augen an, wie er mit flatternden Flügeln immer höher und höher steigt. Ein Gedanke lodert in meinem Kopf auf und ich flüstere: Ich will auch fliegen, zu ihm, mit ihm, überall hin und drehe dabei weiter meinen Klunker, Runde für Runde an meinem Finger. Und dann passiert es. Ich verliere den Boden unter meinen Füßen und hebe ab, schwebe zu ihm empor, immer höher und höher. Unter mir sehe ich das rot geziegelte Dach meiner Freundin Mirabelle. Meine rot gefärbte Anne muss darunter immer noch schnarchend und sappernd liegen. Ich sehe die Lichter der Stadt und schwebe noch höher. Ich wusste gar nicht, dass ich so schwindelfrei bin. Dann berührt seine Hand die meine und wir schauen uns an. Angesicht zu Angesicht. Und er sagt: Komm, weiter. Ich fliege mit ihm, noch höher hinauf, durch die Wolkendecke und immer höher und höher. Scheiße, noch eins! Was ist das für ein abgefahrener Traum? Ich drücke meine Augenlider ganz fest zu und wünsche mir jetzt weder abzustürzen noch aufzuwachen und atme tief ein und aus. Diese Luft,
sauerstoffreich, weich und vor allem eins, staubfrei. Meine Lungen frohlocken, jede einzelne Zelle in meinem Leib scheint zu tanzen. »Wir sind angekommen«, haucht er mir ins Ohr. Ich öffne langsam die Augen und sehe ein glitzerndes Traumschloss. König Ludwig von Bayern wäre neidisch gewesen, denn dieses Schloss ist 1000-mal und einmal schöner als Neuschwanstein und alle mir bekannten Schlösser auf Erden. Er lässt meine Hand los und gibt mir einen sanften Schubs, und ich schwebe zum großen Wolkentor vor. Es öffnet sich, und ein weiterer Elfenmann in einem blauen Glitzergewand heißt mich mit Verbeugung willkommen. Ich drehe mich um. Mein rosafarbener Elfenmann fliegt hinter mir her und nickt mir zu. Ich schwebe durch das große Tor, und vor mir auf einem riesigen, mit bunt glitzernden Wolkensteinen gepflasterten Hof sehe ich eine riesengroße Elfenmännerschar in bunten Gewändern. Alle Farben des Universums sind vertreten. Sie verneigen sich vor mir, und ich lande, wie von Zauberhand geführt, inmitten von ihnen auf dem Platz. »Willkommen, Elfenkönigin, wir sind deine Diener. Was ist dein Wunsch?« »What the fuck?« entfuhr es mir, und ich hielt sogleich schuldbewusst meine Hand vor den Mund. Schließlich waren wir hier im Himmelreich. Oder so. Mein rosafarbener Begleiter schwebt zu mir. »Nur diejenige, die diesen Ring trägt«, dabei schaut er auf den großen Glitzerstein an meinem Finger, »und mit ihm zaubern kann, die ist auch unsere Königin. Es ist ein Königsjuwel, welches aus dem Kohlenstoff menschlicher Asche gewonnen ist. Es ist die Asche einer ganz bestimmten Blutlinie.« An dieser Stelle frage ich mich, was ich heute alles getrunken hatte und ob ich besser mal eine Harry-Potter-Pause einlegen sollte von ungefähr 7 Jahren plus. »Wünsch dir was, dreh an diesem Ring, und du wirst es sehen«, sprach einer der wunderschönen Elfen. »Okay, muss das hier eigentlich laut ausgesprochen werden?« fragte ich zurück. Mein rosafarbener Begleiter antwortete lächelnd: »Wünsche es dir einfach, entweder laut, leise oder im Stillen, und das Drehen dabei nicht vergessen.« »Ich drehe hier gleich durch«, dachte ich mir und flüsterte vor mich hin: »Ich wünsche mir, dass alle sexy Elfenmänner hier vor mir und um mich herum heterosexuell sind und mich verwöhnen und lieben und verehren.« Kaum zu Ende gesprochen, riefen sie schon alle: »So sei es!« Ab hier begann mein enorm geiler, hammermäßiger, fantastischer Sexurlaub im Himmelreich, und ich dachte gar nicht daran, wieder zurück auf die Erde zu eilen. Auch wenn an meinem irdischen Bettchen meine Familie und meine Freunde mich anbettelten, endlich wieder zu erwachen, konnte ich von hier droben nur zu euch rufen: »Hey, Leute, hier ist es einfach viel schöner. Und ich bleibe hier auch noch eine ganze Weile. Verzeiht!« Kugelfee und Pimmelreich. Geschrieben von Romy van Mader. Gelesen von Anja Klukas.